Der Ranger schläft. Da ist irgendwas. Der Ranger pennt. Echt jetzt? Ja, schnarcht. Sein Handy hat geklingelt. Verdammter Ranger am Pennen. Ja, du hast auch geschnarcht. Tolle Beschützer. Du hast auch geschnarcht mit den Affen. Ich auch nicht. Irgendwas schläft hier ganz nah. Was ist das? Ich weiß es nicht. Spannend. Eindeutig unser Ranger schnarchen. Ja. Von wegen, er bleibt die ganze Nacht wach. Hier sind überall Viecher und er pennt. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Es ist ganz, ganz früh, kein Plan. 5 oder so, 6, weiß ich nicht. Wir wurden gerade von unserem Ranger geweckt und machen gleich hier so einen kleinen Walk-Safari. Guck mal, wie nice da hinten. Was für Farben. Ja, hier war irgend so ein Tier vorhin, mitten in der Nacht. Die ganz laut geatmet. Und unser Ranger hat auch geschnarcht. Ganz, ganz laut. Ja, das waren unsere Matratzen hier mit Wäsche drauf und ich gehe jetzt mal auf Klo. Geht aber ganz schön ab hier. Weil er verpennt hat. Alter. Der rastet völlig aus, ey. Richtig krass. Ich hab noch nicht mal meine Zähne geputzt. Los. So, wir sind da. Wir Stinkenden sind wieder da. So ein Mager, er hat verpennt. Und jetzt Stresst er uns. Ja, stresst er uns hier. 5 Minuten Kaffee. Das gibt Abzüge bei der Bewertung auf jeden Fall. Und Tipps. Ich wusste es. Also ein Old Ranger kann nicht lange durchhalten. Left, wo ist hier left? Oh, Morning! Morning. Der Affe wollte gerade mein Brötchen klauen. Ich habe als einziger so einen Instant-Kaffee bekommen. Da gab es keinen über. Da hinten geht die Sonne auf. Und zwar richtig schnell, das kann man hier beobachten. So, jetzt fahren wir doch mit den anderen noch eine Runde. Zum Bushwalk. Als Sonnenaufgang ist richtig geil. Katja versucht noch schnell was zu retten. Nichts mehr zu retten. So, nochmal für euch zusammengefasst. Wir haben gestern draußen geschlafen unterm Sternenhimmel. Es war wunderschön. Und uns wurde von unserem Ranger versichert, dass wir
sicher sind, dass er quasi die ganze Nacht aufbleibt und auf uns aufpasst. Ja, aber dann haben wir nachts große Tiere neben uns atmen gehört und einen Ranger ganz laut schnarchen gehört. Ja. Und dann ist er wohl zu spät aufgewacht und hat uns gehetzt. Wir konnten nicht mehr die Zähne putzen und dann hatten wir nur, als wir da waren, 5 Minuten Zeit für einen Kaffee. Dann wurden wir da auch gehetzt. Das sind die mit den blauen Köpfen. Ja. Kleine Füchse. Da ist ein Geier. Kleinen Walk here. Oh, it's gonna be serious. Yeah, big gun for a small ranger. No, enjoy the bush as well. It's very nice. They let me get out of the office now and then, so it's awesome. This morning it's a very, very lovely walk. We do something that nobody else does, and it's very, very interesting because you see all the smaller things. The animals have been here before us. We come here after them. So they're afraid just as much as we're afraid of them. They're afraid of us. So if they hear us talking or stuff like that, they're normally running away. There isn't a lot of grass. So hippos are walking up to 20 kilometers a night trying to find grass. And this is when they're very, very dangerous because you're walking into them, they're grumpy. Imagine you haven't eaten for 12 hours. You know, some people get full of nonsense and so yeah, we have to have it in an orderly way. When we're walking also, we're not going to walk in a big group like we are now. But when you stand and you actually face the animal gets afraid. Because he's always chasing. All the antelopes are running. When there's eating and a lion comes, he gets a fright and whoops, there he goes. An animal, and they run and they kill him. Right. Now if a lion jumps out the bush and you go, and you stand and you say, hey, hey, hey. Now he's like, oh geez, what's this thing? This thing might kill me. Normally 9 out of 10 times, the lion will back off and will walk off. Because he sees this is not food for me. I might become his food today. Yeah. So, but it's always, you got that one factor, and that's why we carry a gun. We're not here, we don't want to shoot our animals. We love our animals, you know. So this is the last resort to try and kill them. It's not a sleeping gun. So when I shoot the animal, it's not going to sleep. Because if I had something like that, I would shoot the animal. It would take about 5 to 8 minutes. Grew up in the bush as a small boy, but I never really ate the bush or did take it or do something with it. Where these guys, they lived with it. This was their medicine. This was their culture. This is how they grew up. So please guys, it is important what it said, told you. Nothing could be changed or nothing could be added. It's just to identify that. Please stay behind the rifle. Don't run. Listen to our command. We walk silently. Buffalo thorn is the spirit tree of African people. This one, it will take your happiness away immediately. Can I have one? Yeah, can I have one? Schmeckt? Yeah. They said you need to take some green stuff, so if you are in a bush and then you feel like as you're getting hungry, it's something exactly evenly to eat. They also buried some berries. What is happening? What do you think what was there happening? Storm. Storm. Yes, good try. Elephant. If you look over there on your legs, look outside to your side. Over there, those are elephant dams. Oh. Elefantenscheiße. So it's almost about 20 years full to be having all the big five. Also das waren Elefanten, als sie ihren Ort gewechselt haben. Just someone who was enjoying this tree. Yes, it's elephant. Yeah. So actually, this one, we call it a rimba, but this one is not 100%. That's why
You can see still I've got some leaves. This bark is divided into 3 layers. It got the outer layer, which it is very, very hard, that you can burn it immediately. So the second layer, it's also hard. The third one, it's a very smooth, which is so called a conjum layer. Mhm. Can I eat them? No. It's so called a bush tissue paper. Das ist Klopapierbaum. So called a white tree. Yeah. So right over here, as we are in a bush, nature is nature. I'm going to show you a toilet here. Also nochmal, das ist zum Arsch abwischen. We are in the bush. Yeah. Klopapierbaum. But if you say number 1, I know what number 1 means. Number 2, I don't know what number 2 means. We did pass many times this one. I was just waiting to get a place where we can get those one who can manage to identify exactly what he was eating. So we all know this one. Yeah. Elephant dung, yes. For African people, we use the elephant dung as a medication. Also die Elefantenbabys You only smoke if you essen sick, am not Anfang just immer den on Kot the von der Mutter. plate. So what disease Und you auch die got? Menschen haben den immer ausgedrückt und getrunken. Auf langen I got Durststrecken. asthma. And I smoke. Bist du auch einen Schluck? Eat them. Fresh. No, only smoke. Das ist unser Bushwalk hier, früh am Morgen. Also schon sehr, sehr, sehr interessant. Ich bin echt fasziniert. Wir haben in Deutschland so einen kleinen Laden mit Edelsteinen. Ja, für Geld, ne? Und hier liegt der ganze Boden voll mit diesen Steinen in allen möglichen Formen und Farben. Das ist echt wunderschön. Und was hier die Insektenwelt auch allein ausmacht. Ich zeige euch mal ein paar Bilder. No, I can see it. Yeah. Yes. Yeah, it's moving. Yeah. It's moving, yes. Da ist er. Da ist er. Im Wasser gegangen. Inside the water. So it's not. Eine kleine Relaxing-Pause. Was gibt's da? Zu essen. Oh, cool. Thank you. There's called a cure called amarula. Yeah. Yeah. I think you've got to drink it. It's awesome. Some of them are male and some of them are female. They're not all the same. So I think this one is actually a male tree, but I don't see any fruit on it. Männliche und Ja. weibliche Bäume gibt's davon. So yeah. Überall Kacke. Okay. This one, it's a coffee bean which you did drink it this morning. Oh, So, as it's in a bush, you don't have to go and buy some coffee bean. You just come over here and collect it and grind it and to make a powder, and therefore we get a coffee. not me. I got instant coffee. Sorry, you missed it. Impala Code. Like during, Das ist period der of drought, Kaffee, den sie heute Morgen you have to getrunken use haben. one water hole to Can I sit here? It is possible. Yeah? Yeah. Yeah, of But course. you must just at your own. I will drive properly, but you must just hold on nicely. If you're scared, just tell me and then I stop. No, I'm not scared. No problem. Juhu! enjoy it. Ah, jetzt sitze ich hier. Oh. So, let's go! Nicht angeschnallt, gar nichts.
up! Er kackt erstmal. Safari Tag 2, viel gesehen, viel gelernt, ich hoffe ihr auch. Trotz aller kleinen komischen Momente hier, sehr empfehlenswert. Ich gebe euch mal den Link hier unten zu der Safari, die wir uns ausgewählt haben. Vielleicht habt ihr da auch ein gewisses Interesse dran. How are you guys? What's up? Das ist die Amarula Fruit. Er sammelt mal eben welche für uns. That's the skin. The skin you don't eat. Die Schale muss man erstmal I'll just buy and see if I can get a yellow one. Because the yellow abbeißen. ones that are right. Dann ist da das Innere drin. Who's not eating them all? Here's a small one, but it's not so. It's part of the mango family. They're lovely, eh? Jetzt einparken. There we go.